Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spulleranlage. Heute starte ich wieder in die neue Saison. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So schnell ist der Sommer wieder rum. Jetzt starten wir wieder voll durch. Ich wollte ja ursprünglich hier beginnen, aber da bin ich noch relativ uninspiriert. Da weiß ich noch nicht, wie ich weitermachen soll. Und jetzt gehe ich ein Thema an, das mir schon so ein bisschen im Nacken sitzt seit geraumer Zeit. Ich mache hier die ganzen Schotterarbeiten und das Bahnhofs, ja, Vorfeld, Umfeld, wie auch immer man es nennen möchte. Das wird jetzt alles schön eingeschottert und bekiest. Vielleicht mache ich dann gleich mit den Bahnsteigen weiter. Muss ich mal schauen. Aber jetzt starte ich erstmal hier. Dann nehme ich jetzt als erstes mal den Teil hier raus. Den habe ich schon gelockert und hier hinten meine Verbindung zum Hintergrund ein bisschen entfernt. Und jetzt hole ich mir das mal raus. So, da. Das stelle ich jetzt dahin, wo die Kamera steht. Als nächstes kann ich das hier ein Stück auseinanderziehen. Und das hier auch. So. Im nächsten Schritt nehme ich mir wieder mein Kreppband. Ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe. Und gehe auf die Höhe von der Schwelle, so oberkante Schwelle, lege ich das an. So, und dann noch eins runter. Und von der Seite schaut es dann so aus. Das ist dann die Ansicht von oben. Solche Stellen hier sind halt beschissen, weil da passt halt kein ganzes Schotterkerntel rein. Da werde ich dann wieder beziehungsweise ich werde sowieso an den Segmentübergängen meinen Endschotter verwenden und den so ein bisschen mischen mit grobem Schotter, dass ich da saubere Abschlüsse habe, die dann auch nicht auseinanderbröseln, wenn man mal die Segmente auseinander macht. Also im Prinzip so, wie es hier ist. Bevor ich jetzt hier allerdings starte mit dem Schottern, möchte ich die Stelle hier noch ein bisschen ausbessern. Die ist von Anfang an nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier demonstrieren kann, dass man es auch sieht. Der kippt so nach innen weg, der Wagen. Und wenn man jetzt so in einem Zugverbund oder Verband fährt, dann kippt man halt alle Wegen so nach innen weg. Das hat jetzt keinen Einfluss, das entgleist nichts oder so, es schaut halt einfach unschön aus. Und wenn ich jetzt hier zuballer mit Schotter, dann kann ich das halt nicht mehr korrigieren. Deswegen mache ich das jetzt mal. Das ist bei den anderen Gleisen hier nämlich nicht. Laufen die schön sauber drüber über die Segmentkanten und hier halt eben nicht. Genau. Ich hoffe, da mache ich jetzt kein Fass auf, aber das ist jetzt das, was ich als erstes mache. Gut, dazu bemühe ich jetzt mal meinen Lötkolben. Hier habe ich nämlich so meine Anlötpunkte. Die sieht man nicht so, weil ich die immer quasi in Rostfarben lackiere. Jetzt löse ich mal die Seite, ist es nämlich bloß, die hier ist eigentlich soweit gut. Da kippt es gar nicht so weg. Jetzt löse ich das mal an. Ich benutze dann immer ganz gern so ein Hölzchen zum Ausrichten, weil sonst verbrennt man sich die Bratzen. Und man darf auch nicht zu lange hinhalten, weil sonst schmelzen einem die Schwellen weg. Jetzt habe ich hier unter den weichen Böcken und an den Stellen, die ich nicht einschottern kann, so ein bisschen eingeschwärzt, dass man nicht den Kork dann durchsieht. Jetzt werde ich im nächsten Schritt absaugen und hier eine braune Farbe als Grundierung aufbringen. Die Gleise habe ich jetzt soweit abgesaugt und habe die wichtigen Bereiche oder erstmal wichtigen Bereiche alle mit brauner Farbe versehen und jetzt lasse ich das Ganze mal über Nacht trocknen.
Nachdem ich beim Absaugen eins von meinen Rad 12 Zeichen weggesaugt habe, habe ich jetzt hier noch eins gefunden in meiner Schachtel für Gleissachen. Und das ist im Prinzip bloß ein Nagel, den ich in Farbe gedreht habe und dann das mehrfach gemacht habe quasi. Und dann am Ende einfach mit dem Schleifpapier so ein bisschen rund geschliffen habe. Rot angemalert, also hier so quasi so, ja, so halb. Und unten schwarz mit einem Edding und dann abgezwickt. Genau, das installiere ich jetzt noch und dann starten wir. Auch wenn ich Gleise einschottern jetzt schon ein paar Mal gezeigt habe, zeige ich es halt jetzt einfach nochmal, weil ja auch ein paar neue dazugekommen sind. Und ich mein Bahnhofsfeld auf der anderen Seite nicht gezeigt habe, wie ich das mache. Aber jetzt starte ich auf jeden Fall mal. Ich habe meine Schotter hier jetzt. Da habe ich groben Schotter. Das ist Spur 0 Schotter. Das ist alles von Kömo. Das ist einmal R20. Dann habe ich hier einmal in DD. Dann habe ich Spur Z Schotter. Das ist ein R15. Dann hatte ich mal ein R10. Habe ich leider nicht mehr. Ist aus. Aber gut, ich kaufe jetzt deswegen auch nicht nochmal extra ein. Das geht sich schon auch so raus. Dann habe ich den DN, auch Spur Z. Dann habe ich hier normale Erde. Die ist von RTS. Hier habe ich Sand. Hier habe ich ein Drainagemittel. Das ist so, ja, so ein Gesteinsmehl. Das ist von Assao, heißt es, glaube ich. Ich verlinke es mal unten in der Videobeschreibung. Und hier habe ich meine Übergangsschotter für Nebengleis und Hauptgleis. Das ist quasi in den Farben gemischt, wie ich mein Hauptgleis schottere und mein Nebengleis. Und hier noch an der Seite Wege. Also einmal Wanderweg und einmal, ja, so zwischen Bahngleisen und so. Ich beginne mit meinem grauen Z-Schotter, den DN. Heißt der. So. Nehme ich für hier schon mal in die Mitte rein so ein bisschen von meinem Drainagemehl. Das nehme ich ganz gern so zwischen den Gleisen. Tupfe ich ein bisschen. Ein bisschen Erde. So, und hier zu der Weiche mache ich einen kleinen Weg. So. Da habe ich jetzt noch keine Leim-Wasser-Mischung drauf, aber so schaut es jetzt mal im trockenen Zustand aus. Und jetzt werde ich ganz klassisch weiterverfahren. Also mit Alkohol tränken und dann Leim-Wasser-Mischung. Und wenn es mit Leim-Wasser-Mischung beträufelt ist, schaut das Ganze so aus. Jetzt lasse ich das schön trocknen und dann können wir hier die Gleise schottern. Der Schotter hier am Rand konnte jetzt über Nacht schön trocknen. Jetzt habe ich hier meine zwei Hauptschotter. Und zwar habe ich einmal hier fürs Hauptgleis, der ist ein bisschen rostiger, weil mehr befahren. Und hier für meine Nebengleise quasi, der ist ein bisschen heller, weil weniger befahren. Gut, und jetzt schotter ich hier ein. Jetzt fange ich hier hinten an mit meinem Hauptgleisschotter. Jetzt fange ich in der Mitte an und mache dann die Seiten. Dann nehme ich meinen Pinsel und tupfe mit dem ein bisschen. Dann nehme ich einen kleinen Pinsel und kehre ein bisschen die Schwellen sauber. Gut. Dann Alkohol und Leim-Wasser-Mischung.
Die Schwellen kann ich dann noch ein bisschen sauber machen mit einem Wattestäbchen. Gut, und jetzt mache ich den Rest. Die Leim-Wassermischung konnte jetzt über Nacht schön trocknen. Das ist jetzt alles fest. So schaut es jetzt aus. Da sieht man jetzt auch so ein bisschen den Farbunterschied zwischen dem Nebengleisschotter und dem Hauptgleisschotter. Genau, jetzt habe ich bis hierher gemacht. Hier in dem Zwischenraum, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen, sehe ich gerade, aber hier sieht man es ganz gut. Da habe ich mit dem feinen Schotter und groben Schotter einfach so ein bisschen gemischt, dass das nicht ganz so auffällig ist. Genau, jetzt habe ich zumindest schon mal das kleinste Segment gemacht. Jetzt geht es hier weiter. Da mache ich jetzt als erstes hier den Zwischenraum, wobei ich hier ein Stück freilassen muss, weil hier Fußgängerüberweg drüber kommt zum Bahnsteig. Das mache ich dann in meinem nächsten Video. Und dann hier die Brachfläche muss ich auch noch machen. Zumindest bis dahinter, wo dann mein wahrscheinlich Schrotthändler hinkommt. So, wie angekündigt, mache ich jetzt als erstes hier in der Mitte den Bereich. Das werde ich aber nicht nochmal filmen, das mache ich genauso wie auf der anderen Seite. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen was zu meinem Unterbau sagen. Und zwar hier habe ich einfach nur so eine Trittschalldämmung verwendet und das quasi ohne Kork kommt das dann genau auf die Höhe von den Schwellen. Und das wollte ich halt hier zwischen den Gleisen so haben, dass das ein bisschen, dass das halt quasi auf einer Höhe ist alles. Und hier im Prinzip unter meinem Gleis habe ich halt einfach nur eine 2 mm Schicht Kork. Das habe ich mit wasserlöslichem Leim hingemacht. Ich hatte da bisher auch noch keine Probleme, dass sich das irgendwie auflöst oder so, wenn ich oben drauf schotter und das dann auch ordentlich tränke. Ich hatte ja mal in einem Video als ich meine Drehscheibe gemacht habe, hatte ich ja da schon ein Gleis verlegt, da musste ich das lösen. Das ging gut mit Wasser, aber ich musste trotzdem recht Gewalt aufwenden. Ich blende euch das mal hier oben ein, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Und genau, jetzt starte ich hier mal. Also ich mache jetzt hier quasi die Mitte und zeige euch dann mal das Zwischenergebnis. Jetzt habe ich mal hier das hintere Gleis schon komplett eingeschottert. Bis zur Beiwa. Und jetzt ist mein Worst-Case-Szenario eingetreten. Jetzt ist mir der Schotter ausgegangen, tatsächlich noch. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen einen anderen reingekippt, dass ich es ein bisschen verdünnen kann. Aber jetzt reicht's mir um einen Meter nicht. Jetzt schaue ich so ein bisschen blöd. Naja, bei Kömo ist zurzeit irgendwie die Seite down. Da komme ich irgendwie nicht drauf. Jetzt muss ich mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das Stückerl hier fehlt mir jetzt noch. Hier könnte ich noch mit einem anderen Schotter irgendwie leben. Mal schauen. Wird sich schon irgendeine Lösung finden. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier noch die Brachfläche schottern bis hier vor. Und ich habe jetzt hier schon mit Sand so ein bisschen die Stufe ausgeglichen. Und jetzt starte ich hier auch wieder. Und auch die Brachfläche zwischen den Gleisen, hier um den kleinen Köflockschuppen, ist jetzt soweit getrocknet. Jetzt muss ich es halt dann noch mit Gras und Büschen und so ein bisschen ausschmücken, das Ganze. Aber jetzt endet mein Video aus besagten Gründen. Die Seite von Kömo ist immer noch down, 3 Tage später. Ich weiß nicht, ob die nochmal, ich habe irgendwie in einem Forum gelesen, dass die anscheinend erst wieder in 1-2 Wochen online gehen soll. Ich hoffe, das ist so. Ansonsten habe ich ein Schotterproblem. Ihr könnt mir irgendwelche Lösungsvorschläge schicken, falls das oder mitteilen, falls es keinen Kömo-Schotter mehr in Spur 0 gibt. Oder vielleicht hat ja einer von euch noch ein Säckchen R10 oder DN zu Hause. Da würde ich natürlich mich drüber freuen und ihm das abkaufen. Ja, so schaut es jetzt aus. Jetzt beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.